Guten Tag und herzlich willkommen zu meiner Zusammen besser werden Zusammenfassung. Diese Woche wir haben über den Unterschied zwischen Eisenschlag und Abschlag mit dem Driver gesprochen. So, Eisenschlag ist selbstverständlich meistens von Boden. Wir können auch von Tee spielen, aber auch wenn wir von Tee spielen, wir möchten ähnliche Bewegung, ähnlichen Eintreffwinkel als wenn wir vom Boden spielen, und das ist abwärts bewegen mit dem Driver. Wir möchten den Ball aufwärts bewegen, treffen. Und so wie wir uns dann für den Schlag vorbereiten und was wir während dem Schwung machen, ist dann sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir sehr starke Grundlagen haben, sodass wir gut greifen. Heute sprechen wir nicht so viel über den Griff, aber das ist immer ein wichtiger Teil, und es ist der gleiche Griff bei einem Eisenschlag als bei einem Driver. Was wichtig ist, ist über was wir heute sprechen, ist Ballposition, Haltung, wo unser Gewicht verteilt ist und was wir mit unserem Körper während dem Schwung machen. Es ist auch sehr wichtig, dass wir eine gute Technik haben, dass der Schläger wird sich auf der Ebene dann bewegen. Aber wenn wir uns dann für den Schlag besser vorbereiten und wir verstehen auch den Unterschied zwischen die Schläger, zu was wir Schlagarten, so was wir tun möchten, haben wir eine bessere Chance, Erfolg zu haben. So, ich habe dann Eisen zuerst. Ball ist eher mittig. Ich kann den Ball leicht weiter nach links haben, besonders wenn ich weniger Loft auf dem Ball habe, auf dem Schläger habe. Aber bei einem Eisenschlag, ich möchte, dass die Ball ist ziemlich mittig und ich habe meine Hände unter die Schulter. So, ich habe wenig Abstand ich habe den richtigen Abstand vom Ball, und das ist, Hände sind direkt unter die Schulter. Wie ich das testen kann, zu prüfen, dass das richtig ist, ich nehme direkt weg, lasse die Hand dann hängen, und dann, wenn es direkt gegenüber ist von dem richtigen Teil auf dem Griff, ich habe dann den richtigen Abstand. Nächsten Test ist zu prüfen, dass mein Schläger ist dann ein Faustbreite weg von meinem Oberschenkel, und was ich finde ist hier, so diesen parallel zu Ziellinie, weil wenn ich den Ball anspreche, mein Schläger ist nicht direkt gegenüber von der Oberschenkel, ist eher dann in die Mitte. Und so insgesamt zur Parallellinie eine Faustbreite dann weg von der Oberschenkel. Wenn ich das tue, dann habe ich guten Abstand. Gewicht ist gleich verteilt. Und was wichtig ist in meiner Bewegung, ist, dass wenn ich würde mein Gewicht weg vom Ziel verlagern, und ich verlagere mein Gewicht zu meinem Ziel, und ich möchte wie viel Gewicht auf meiner linken Seite haben, als ich den Ball treffe. Mehr, dass ich auf der linken Seite habe, habe ich bessere Chancen, den Ball gut zu treffen. Ich möchte, dass die Brustbein ist auf der linken Seite von dem Ball, und das wird fordern, dass ich dann abwärts bewegen, den Ball treffen. Wenn ich das tue, besseren Treffmoment, konstanter, Ball wird weiter fliegen. Wenn ich zurückbleibe, ich würde den Ball dünn treffen oder fett treffen, und das ist dann inkonstant. Ich möchte, dass meine Bewegung ist konstant, das Treffmoment ist konstant, dass ich selbstbewusst bin, wenn ich über den Ball stehe. So, richtigen Ballposition, richtigen Abstand. Ich mache einen guten Gewichtsverlagerung weg vom Ziel, Gewichtsverlagerung zu dem Ziel und guten Drehung in beide Richtungen. Okay, gut. So, ich habe dann erst Ball getroffen, in- und abwärts bewegen, und ich habe dann einen guten Treffmoment gehabt. Da treffe ich den Ball höher auf meinen Schlagfläche, in der Nähe von meinem Sweet Spot, und ich kann meine Länge besser kontrollieren. Und das gilt für jeden Eisen. Kürzer das der Hebel ist, ich würde dann näher, so ich würde dann steiler schwingen, aber das gleiche Prinzip mit jedem Schläger. Dann jetzt mit dem Driver ist es ein bisschen anders. Wir möchten den Ball definitiv in die Aufwärtsbewegung treffen. Wir können das tun, weil der Ball ist jetzt aufgezieht. Wir spielen den Ball nicht von Boden. Und dass wir den Ball gut in der Aufwärtsbewegung treffen können, ist es wichtig, dass der Ball ist näher zu dem Ziel zwischen die Füße, so für Rechtshänder auf die linken Seite, für Linkshänder auf die rechten Seite, zur inneren Seite von meinem linken Fuß. Ich kann dann Sticks am Boden benutzen, um zu prüfen, ob das so ist. Ich würde dann aber auch dann ein bisschen mehr Abstand vom Ball haben, als gerade mit dem Eisen. So, ich würde dann, wenn ich hier stehe, die Hände sind leicht weiter vorne als die Schulter. Das hilft mir dann auch, einen flacheren Schwungband zu haben,
das fordert weniger Drahl. Weniger Drahl mit dem Driver bedeutet mehr Länge. So, Ball ist auf die innere Seite vom linken Fuß. Breiteren Stance, das hilft mir dann auch mehr Geschwindigkeit mit dem Schläger zu haben, ohne dass ich aus dem Balance komme, dass ich stabil während meinem Schwung bleibe. Ball ist inneren Seite linken Fuß und dann mit meiner Haltung, was ich jetzt anders mache, kommt mein rechten Schulter ein bisschen tiefer als die linken und gleichzeitig gehen die Hüften leicht nach vorne. Und das Gefühl am Ende ist, ich habe 60% mein Körpergewicht auf die rechten Seite mit dem Eisen, das war gleich verteilt. Während dem Schwung, ich mache guten Körperdrehung weg von Ziel mit Gewichtsverlagern. Ich würde mein Gewicht zu die linken Seite verlagern und guten Körperdrehung durch mein Treffmoment. Aber mein Brustbein jetzt ist auf die rechten Seite von dem Ball, als ich den Ball treffe. Und dann habe ich bessere Chance, den Ball aufwärts bewegen zu treffen. Und dann habe ich bessere Chance, gerade zu schlagen und mit weniger Drahl. Ihr könnt sehen, am Ende, mein Gewicht ist auf die linken Seite, ich habe viel Drehung gemacht, aber bei dem Treffmoment, ich bin dann hier, Brustbein auf die rechten Seite von der Ball. Viele Leute würden den Ball so tief aufziehen. Wenn wir tiefer gehen, das fordert, dass wir eher in Abwärtsbewegung kommen. Ich empfehle mehr Länge, höheren Tee. Viele Leute haben Sorgen, von einem Tee so hoch zu haben, weil die unter den Ball gehen. Aber das ist, weil die in die Abwärtsbewegung zu dem Ball kommen. Wir möchten aufwärts bewegen. Höher das der Ball auf Tee ist, es fordert dann, es macht es einfacher, dann in die Aufwärtsbewegung dann zu bewegen. So, höher das Tee macht, ist auch dann einfacher, die Bewegung zu machen, was wir machen möchten. So, wieder, ihr könnt sehen, ich bin auf die linken Seite. Ich habe dann 2 gute Abschläge gemacht, sie waren gerade mit wenig Drahl. Ihr könnt das sehen, es ist leichten Draw, so ein bisschen nach links gedreht, aber wenig. Ich bin dann definitiv auf dem Fairway nach die 2 Abschlägen. Ich weiß, dass wenn ich alles mache, was ich gerade erzählt habe, ich würde dann das öfter machen können. Ich bin konstanter. Immer wenn wir etwas umstellen, besonders wenn wir von Abwärtsbewegung zu Aufwärtsbewegung gehen, wir können den Ball toppen, aber die Hinweise von heute stimmen für jeden Golfer, dass wir breiteren Stance haben möchten, Ball auf die inneren Seite von den linken Fuß, rechten Schulter ist tiefer, Hüften gehen ein bisschen nach vorne, dass wir dann, das fordert, dass wir besser in Aufwärtsbewegung treffen, guten Drehung weg von Ziel, mit Gewichtsverlagern, guten Gewichtsverlagern zu dem Ziel, mit guten Körperdrehung zu unserem Ziel auch, aber dass die Brustbein bei Treffen bleibt zurück und dann komme ich vollständig durch zu meiner Endposition. Wir haben dann auch ein bisschen mit Flight Scope gearbeitet, das ist ein Doppler da, es ist optimal Drive Training mit einem Flight Scope zu machen, weil man kann da deutlich sehen, wie man alles optimisieren kann, wie man Potential Länge erreichen kann. Wir haben auch mit Impact Tapes gearbeitet, wo wir hier Abdruckkleber auf dem Schlagfläche gehabt haben, wo wir gesehen haben, genau wo wir den Ball getroffen haben. Wir möchten den Ball in die Mitte. Wenn wir den Ball da treffen, ist unsere Ballgeschwindigkeit viel höher. Wenn ich den Ball hier auf die Spitze, auf die Hacke, hoch oder tief treffe, ist es meistens ein Problem in meiner Technik und ich würde empfehlen, dann einen Golflehrer anzusprechen. Ihr könnt mir immer ansprechen und das Grund herausfinden, warum ihr den Ball nicht in der Mitte trifft. Der Startpunkt ist immer, die Grundlagen richtig zu haben und dann kommen wir zu einer guten Bewegung. Es macht Spaß, den Ball weit zu schlagen mit dem Driver und es macht Golf auch einfacher, weil weiter dass wir schlagen, sind wir näher zu das Grün und dann wir sind mehr präzise mit den nächsten Schlägen. So, ich wünsche euch viel Erfolg beim Üben und bis nächstes Mal. Tschüss.